I'd best report back. Fine place to harvest some ingredients. Shall we see if there's aught to be found while we're here? Was ist das hier? Ja, und es wurde auch in dem Test, ich weiß gar nicht mehr, welcher das war, also von wem, wurde auch gleich dazu gesagt, dass man sich gut umschauen soll. Hey, old friend. Many thanks for aiding Ricardo. 'Twas a relief to see him return, and none the worse for wear. Aye, that it was. The poor sod might not have made it back alive had you not intervened. 'Twas a bit too early for him to be seeing actual combat. That much was made well clear. We'll be extending his training period. The instructors here are well known for whipping recruits into shape with their grueling regimes. Speaking of training regimes, I must admit I've half a mind to ask you to join us. We could use someone with your experience. We have succeeded in defending our charge. A sign of good things to come, mayhap? 'Twas a pleasure to recount such good tidings. Okay, und jetzt müssen wir wieder auf Aufträge. Okay, und das... Hier geht's lang. Gibt es hier etwas? Schwächung sind negative Status mit Effekten wie dem regelmäßigen Zufügen von Schaden oder dem Verwundbarmachen für bestimmte Arten von Angriffen. Sie sind nicht auf dich und deine Vasallen beschränkt, sondern können auch Feinden zugefügt werden, was große Vorteile im Kampf bringt. Ziehe den Eintrag jeder Schwächung zu Rate, um mehr Informationen über ihre Effekte zu erhalten. Habt ihr den anderen schon platt gemacht? Sieht so aus. Ah, hier kann man sammeln. Hier ist eine Kiste. Oh, well spotted. Most impressive. Such a thing escaped my master's notice entirely. Okay, das finde ich interessant, dass jetzt auch zwischen den einzelnen Spielern quasi verglichen wird. Aber so ist es natürlich ganz gut, wenn man dann ab und zu mal die Vasallen, also den Haupt... Freshly rested as we are, this battle ought to be in our favor. Ah, ich glaube, es war. We must not let down our guard. Könnt ihr die bitte für mich runterholen?
Done. Alles klar. Und daher ist es ganz gut, die Vasallen auch ab und zu mal wegzuschicken, weil die dann entsprechend mit mehr Informationen zu Most impressive, Master. Fight on. Victory will be ours. A result to be proud of. Warum kann ich die nicht mehr einsammeln? Wenn ich nur mal 2 Schritte weggegangen bin. Das ist ein bisschen komisch. Now then, which way? Let us trust in ourselves and proceed with caution. A common reward. Frustratingly so. We cannot expect gleaming treasures round every corner. Ich höre noch ein anderes Schwein. Aber ich glaube, eins reicht. Ich wollte nur allgemein mal sehen, was man da holen kann. Das war jetzt nicht um... Ah ja. Eher mal allgemeine Neugierde. Sagen wir es mal so. Oh. Hier ist nicht mehr viel. So this is Melv. The scars left by the dragon's assault are plain to see. Mayhap a walk through the streets would help jog your memory. When the Arisen appears, so too does the dragon. 'Tis an immutable truth of this world. I quite agree. Wenn ich übrigens jetzt den zweiten Teil so spiele, würde ich auch gerne den ersten nochmal spielen. Also wenn ihr daran Interesse hättet, er ist ja schon ein bisschen älter, dann sagt mir bitte Bescheid. Well met. Hi. Was hast du zu kaufen? Mhm. Mhm. Okay. Ist ja interessant. Okay. Provisorischer Schlüssel für den Kerker ist recht grob gearbeitet und bricht nach einmaligem Gebrauch. Und hier verschiedene Pfeile, die ganz interessant sind. Okay. Was ist das? Ah, okay. Haben wir was zu verkaufen? Was?
Ein seltener Käfer, der glänzt wie Gold, erhöht das maximale Gewicht, das man tragen kann. Hm. Ist die Laterne? Klar. Ausdauer. Gesundheit. Okay. Ganz interessant, was man so alles hat. Wie sieht es denn hier aus? Grünlattich, Ehrwurz. Knolle, Laterne. Okay. Jackson hat nur die Laterne. Apfel, Hartknolle, Rinde des Zimt. Go on, have a gander as you pass by. Okay. Pleasure doing business with you. Not buying? That's just as well. Better to be selective than wasteful. The Arisen is ever prudent in the application of coin. Hallo? Breaking things is a lot easier than fixing them. Das stimmt. Hast thou forgotten thy destiny, thy charge? That is most unfortunate. But it doth not release thee from thy fate. Make haste! Get yourselves to safety! Oh, I don't like this. Pray! Send help! wie ging das nochmal mit der Hochkletter?
Can you hear me, sir? Sir, stay with me. Thank goodness. How are you feeling? This is the second time I've watched over you like this, isn't it? You do not remember? Then have you forgotten that you protected me from the dragon's flames? You withstood the fire in my stead and were well and truly charred. 'Twas terrible. I had thought your life forfeit. I could not hear the beating of your heart. But you hung on and by some miracle survived. Arisen? I'm afraid I don't understand your meaning. Does it have aught to do with why you were taken to the castle? They said 'twas so that your wounds could be treated, though I fear you have no memory of this either. Mhm. I am of the Border Watch. Someone with arisen-like abilities came to this village, horn in tow. Know you aught of this? Has he come for you? We are to part so soon, then. Mayhap you will visit me again someday. Till then, take care. Arisen. Ah, excellent. You must be the one. You match my soldier's description. I'm glad I found you. The ruler of Vermont, currently convalescing in the capital, became arisen here in this very village. If you claim the same, then word must be borne to the capital. I dispatched a missive before coming here, though I doubt the matter can be settled without your presence. Would you be willing to accompany me to the capital? If you truly are arisen, you will be received with open arms. Oh, but forgive me. I scattered my soldiers in a bid to find you. I would not depart without them. We shall have to wait till they are reassembled. Come to think of it, Sir Leonard was asking after you as well. Mayhap now would be a good time to speak with him. Last I saw, he was having a drink at the inn. Shall we seek some answers? Say, do you think this one's really arisen? This ladder looks sturdy enough to climb. Ah, Oh, have you some business with the apothecary, sir? Dreadful sorry if I was in your way. Oh, no, I'm not lost or naught, sir. You needn't worry yourself on my account. I'm an apothecary in training, you see. My family runs a little shop in Vernworth. So when I heard tell of a medicine only to be found in this village, I thought I'd come and fetch some for us. Made the journey all by myself as well, if you can believe it. But, well, as luck would have it, I've not enough gold for the medicine. 'Twill be a shame to return empty-handed after coming all this way. But what more can I do? Könnte eine kleine Betrügerin sein. Komm. What? You'd do that? You'd get the medicine for me? Suppose there's no harm in that. If you're really sure. Oh, sir, I'd be most grateful. Seems my luck's not as rotten as I'd thought. I'll wait right here for your return, sir. And Du kannst zwei Materialien kombinieren, um einen neuen Gegenstand herzustellen. Beim Kombinieren kannst du entweder die Materialien einzeln raussuchen oder eine dir bekannte Kombination auswählen. Außerdem kannst du festlegen, ob die
Materialien zuerst dem Inventar des Erweckten oder dem Vasallen entnommen werden sollen. We could make the fruit froberant ourselves, or simply purchase some at Rune's apothecary here in Melv. At last, it all becomes clear. Okay, dann schauen wir mal, wie das gehen soll. Kombinieren. Bestätigen. Arzneitrank. Geht nur einer. Okay. Jetzt muss ich mit dem... Hello again, sir. Say, have you brought some fruit roberant for me? Oh, well, if you do pick some up... die nur von dem Erweckten eingesetzt werden können. Sie haben die Macht, Gefallene wieder zum Leben erwecken und können genutzt werden, um den Erweckten oder jemand anderen seiner Wahl wieder zu beleben. Okay. Aufträge. Fruchtroboranz. Eine Frucht. Kombinieren. Okay. Okay. Hello again, sir. Oh, well, if you do pick some up... Das finde ich komisch. Wir hatten doch einen Heiltrank mit einer Frucht gemacht. Geh mal kurz da rein. Well met. You're the one who saved Ulrika's life, aren't you? She told me all about it. It was a very brave thing you did. I'm in your debt. Ulrika's as good as my daughter. Here, consider this a small token of my gratitude. Now, tell me, are you registered with a guild? Perhaps you already know this, but registering with a guild will grant you access to specialized training, which comes in very useful when pursuing a vocation. Well now, that won't do. You need only speak with the innkeeper to register. Go on, 'twill only take a moment. If there is aught you wish to know of vocations, mayhap I can advise you. 'Tis a vocation for those who seek to master the dagger,
Such blades lack heft, though this grants them the advantage of speed. Thieves favor light armor, which leaves them more vulnerable to attacks than those of other vocations. Their talents depend upon their finesse and ability to compensate for the length of their blade through sheer agility. Naturally, it is a vocation for those who seek to master the bow, an exceptionally useful long-ranged weapon. At close range, however, a bow is nary more useful than a walking stick. Aye, the secret to being a successful archer is maintaining distance between you and your foes. Should you dedicate yourself to a vocation, you will find that new paths to master will open up to you over. Try them as you like. Very well. There is no wrong choice in any case. It is entirely up to you which vocation. But I shan't take up any more of your time. Meisterlehre ist die mächtigste Fertigkeit, die in jeder Laufbahn erworben werden kann. Eine Meisterlehre zu lernen erfordert die Anwendung eines speziellen Buches, welches du erhältst, wenn du den Laufbahnmeister mit deinem Können beeindruckst. Doch das wahre Potenzial dieser Fertigkeit kann nur von jenen realisiert werden, deren Laufbahnrang hoch genug ist. Moment long awaited. I knew 'twas only a matter of time before your skills reached a new height. There's no discipline that steadfast devotion cannot teach. Here at the inn, we also offer changes of vocation for those who seek it. I get so few customers, you see, that I can manage both roles myself. But enough about me. Did you need something? Alle Arten von Laufbahnprozeduren können in der Gildenhalle einer Laufbahngilde vorgenommen werden. Laufbahn ändern. Hast du eine Laufbahn freigeschaltet, kannst du jederzeit zu ihr wechseln. Laufbahn freizuschalten erfordert Disziplin, die gesammelt wird, indem du Gegner und Aufträge erledigst. Jede Laufbahn trainiert unterschiedliche Fertigkeiten und du kannst neue Fertigkeiten lernen, wenn dein Rang innerhalb deiner Laufbahn ansteigt. Fertigkeiten zu lernen erfordert Disziplin. Kernfertigkeiten sind von dem Moment an, in dem sie erworben werden, einsetzbar. Aber Waffenfertigkeiten müssen ausgerüstet werden, bevor sie benutzt werden können. Dies sind spezielle Fertigkeiten, die unabhängig von deiner derzeitigen Laufbahn ausgerüstet werden können. Fähigkeiten werden mit Hilfe von Disziplin erhalten und sind von dem Moment an aktiv, in dem sie ausgerüstet werden. Du kannst bis zu 6 Fähigkeiten auf einmal ausrüsten. Je höher dein Laufbahnrang, desto mehr Fähigkeiten sind verfügbar. Erlaubt verschmelzt mit der Umgebung, sodass Gegner den Anwender nicht weniger leicht entdecken. Weniger effektiv bei Angriffen oder Sprinten. Der Einsatz erhöht den Ausdauerverbrauch. Schön. Du springst und wirbelst mit gezückter Klinge durch die Luft. Mächtiger, wenn von erhöhter Position aus eingesetzt, auch in der Luft einsetzbar. Platziert ein Bombenfass vor dem Anwender, das nach Belieben aus der Ferne detoniert werden kann. Kann auch eingesetzt werden, während du dich an einen Feind klammerst oder ihn festnagelst. Rollt sich eng zusammen, wenn er auf den Boden aufschlägt, nachdem er niedergeschlagen wurde. Anwender kommt so schnell wieder auf die Beine, reduziert erlittenen Schaden beim Aufprall. Verringert die Wahrscheinlichkeit von Gegnern anvisiert zu werden. Ich würde es gerne mal ausprobieren. Wir haben jetzt 541. Wir können ja wieder
Wir können ja wieder wechseln, wenn es jetzt doch nicht so toll sein sollte. Genauigkeit des Bogens erlaubt Bogenschützen, Gegner aus sicherer Entfernung niederzustrecken und es braucht nur ein paar gut gezielte Pfeile, um eine Lücke für ihre Verbündeten an der Spitze zu schaffen. Wahre Bogenschützen können ihrem Köcher eine Auswahl an Spezialpfeilen hinzufügen, die ihren Feinden Schwächungen hinzufügen. Drücke X, um einen Pfeil zu lösen, der automatisch einen Feind in der Nähe anvisiert. Oh, automatisch anvisieren. Nutze L, um in eine bestimmte Richtung zu zielen und drücke X wiederholt, um weiter auf denselben Feind zu schießen. Lösen ermöglicht leichteres Zielen, aber da die Feinde nur minimal schaden und nicht weit fliegen, kombiniere es mit anderen Fertigkeiten. Drücke RB, um ruhiger Schuss zu benutzen und einen Pfeil mit tödlicher Präzision abzufeuern. Den Schwachpunkt eines Feindes zu treffen, ermöglicht dir, massiven Schaden zuzufügen. Da du Waffenfertigkeiten während des Spanns einsetzen kannst, entfesselst du mächtige Angriffe mit höherer Genauigkeit. RB ist, glaube ich, oben, ne? Ich habe nämlich hier nur R1, R2 stehen, aber ich glaube, RB ist oben. Ist jetzt ausgerüstet. Okay. Dann Schnellschuss haben wir schon. Welcher Schuss? Schreckenspfeil. Feuert einen verheerenden Schuss, der kleinere Ziele umwirft. Mit ruhiger Schuss werden Pfeile noch mächtiger, wenn sie in dem Moment gelöst werden, in dem der Bogen voll gespannt ist. Kernfähigkeiten? Sprungtritt. Das wird automatisch ausgerüstet, war doch so, ne? Okay. We must rest, though the sun is still up. So, und für heute. Für jetzt werde ich erstmal eine Pause einlegen. True enough. Though 'tis our duty to aid the Arisen in precisely such moments. Ich werde jetzt eine kleine Pause machen, erstmal was essen. Wir sehen uns dann später wieder. Bis dann. Ciao.